Hallo ihr lieben Jungfrauen, wir schauen uns an die Veränderung für Mai und Juni für euer Kollektiv. Ihr dürft ausbrechen, etwas Neues probieren, mal ertesten, was es noch Wichtiges gibt, außer dem Grau im Alltag. Über den Tellerrand hinaus gucken, in andere Gefilde aufbrechen. Und es geht darum, dass ihr Schuldgefühle weglässt, dass ihr euch selbst vergibt. Möglicherweise dürft ihr auch aus diesem Bereich mal den Blickwinkel wechseln. Und es ist eine Zeit, wo ihr Auszeit nehmen dürft, Leichtigkeit haben dürft. Die freudige Energie gegen die Sachen, wo man mit sich nicht im Reinen ist, ersetzen. Und ihr habt noch eine Zeit, bei der sehr viel Synchronizität ist. Ja, da kommt etwas Schnelles, eine Energie, die möglicherweise auch über ein Gespräch kommt oder ein plötzlicher Anruf von einem Freund, eine gute Nachricht, etwas, wo Ernte mitbringt, aber vielleicht ist es auch so, dass ihr euch ein bisschen begrenzt, was euer Umfeld angeht. Ne? Es können schon auch mal so Absagen sein oder man sagt zu etwas Nein. Ich habe das Klären des Umfeldes dabei, das Klären von finanziellen Dingen. Hier ist an sich Wachstumsenergie, hier kann es viel um die Gelder der Ämter und Behörden der Vitalität gehen, also Renten, Krankenkassensachen, aber auch häuslicher Bereich. Ja, und ihr habt hier neue Wege. Das betrifft Freundschaften, möglicherweise auch Kinder, Erwachsene oder Kollegen. Überraschende Ergebnisse, plötzlich neue Nachrichten. Und hier ist etwas, was sich lange nicht gezeigt hat, das sich zu einem Geschenk für euch entwickelt. Ihr habt hier so eine Energie. Wir haben ja hier das Ausbrechen dabei, ne? Und hier zeigen sich schon so Sachen, die sind auch aus dem familiären Umfeld. Es kann eine Sache sein, die ihr mit der Vergangenheit nochmal klärt, mit Personen aus der Vergangenheit, die das Gegenüber betreffen oder ja, wo man einfach sagt, ja, macht man mal einen Schnitt. An sich ist hier überall so ein bisschen Aufbruchsstimmung tatsächlich. Ihr selbst legt euch ins Haus der Sterne rein. Ihr schaut auf einen Neubeginn, der an sich Veränderungen mitbringt. Und es können auch Sachen sein, die man mit dem inneren Kind hat oder mit der Vaterfigur. Oder es kann auch sein, dass hier die Vergangenheit nochmal anklopft. Es ist so, dass Wege aus der Verstrickung kommen. Möglicherweise müsst ihr hier mal etwas ganz anders machen als gewohnt. Es entstehen Wege, die Veränderungen am Familiensystem mitbringen. Es sind hier Neubeginne, die auch, wie soll ich es nennen, ein bisschen aufregend sind. Also, aber eine schöne Aufregung. Ne? Hier sind viele Gespräche, vielleicht auch ist es euch zu viel, aber man sieht irgendwie verbindlich einen Weg aufgehen für neue Partnerschaften, neue Verträge, möglicherweise auch da, wo ihr euch selbst im Wege gestanden habt. Und ich sehe sehr viele Blockaden bröckeln. Ich sehe, dass ihr irgendwo auch eine Grenze
sprengt, eine Mauer einreißt, die euch dann verbindlich weiterbringt. Ich habe hier im Bereich eurer Kinder auch Neuigkeiten, die tatsächlich da, wie nenne ich das, Möglichkeiten mitbringen für Glück, wo vorher Mangel war. Chancen und Erfolge, die sehr erdend sind, die sehr überraschend auch sind. Es geht jetzt halt um, wie geht ihr damit um, wenn euch etwas angeboten wird, das einen raschen Neubeginn erfordert oder ein tatsächliches Ausbrechen. Ich sehe hier sehr viele Chancen im vertraglichen Bereich, im Verbindungsbereich, im beruflichen Bereich. Hier kann sich auch eine berufliche Situation unter einen guten Stern stellen. Ich habe schicksalshafte Nachrichten. Es kann jetzt hier auch die Häuslichkeit betreffen, das Umfeld oder irgendwelche Berater, die man so hat. Hier in diesem Bereich auch tatsächlich jemand von der Krankenkasse, jemand, der euch hilft, etwas Finanzielles zu klären. Ich habe ein bisschen Herausforderung hier auch im Hause von euch selbst. An sich ist es eine sehr klärende Energie. Man sieht hier tatsächlich neue Möglichkeiten am Beruf, der Berufung. Man sieht aber auch, dass ihr in einer partnerschaftlichen Situation mehr ankommt, Veränderungen im Bereich Liebe, Herzensangelegenheit, Beziehung, auch familiäre Themen. Ich sehe hier unten sehr gute Nachrichten, die können aus dem finanziellen Bereich kommen. Etwas nimmt Fahrt auf, etwas kriegt wieder eine neue Bewegung. Die Selbstständigen haben hier vielleicht auch dieses Ding, dass sie mal gucken, wo erweitere ich mich, wo muss ich was weglassen. Ich habe neue Aufträge, da wo vorher Blockaden waren. Für alle, die nicht arbeiten, ist es eine Sache, wo ihr gesagt kriegt, seid so unabhängig wie möglich. Hier sind Schattenthemen, die kommen auch aus dem Umfeld mit. Es kann sein, dass ihr hier sehr konfrontiert seid mit dem Leben der anderen. An sich liegt ihr selbst im Haus der Sterne drin. Das ist das Glück, das man haben kann. Vielleicht auch etwas, was man sich erarbeitet hat, was jetzt neue Möglichkeiten, überraschend neue Möglichkeiten mitbringt. Und es ist auch so ein bisschen eine Zeit, wo man die Emotionen mehr nach außen bringt. Was ich bei euch sehen kann, ist die Angebundenheit zu einem Geistführer oder auch Krafttier. Und ihr habt hier die Giraffe dabei mit dem Thema liebende Güte. Hier geht es um Blickerweiterung. Manche Sachen, die auch über Nacht, wenn man sie aussitzt, sich plötzlich lösen. Also schnelle Lösungen, überraschende Lösungen. Jetzt ist es im Prinzip so, ihr seid hier konfrontiert mit Dingen, die schnell auf euch zukommen, die schnelle Möglichkeiten mitbringen. Aber die Karte sagt eigentlich, warte mal ab, beobachte erst, mach keinen Schnellschuss. Es kann ja auch sein, dass ihr irgendwie von eurem Außen beschäftigt werdet oder auch beeinflusst, ne, bei etwas, was ihr so nicht wollt. Oder dass man euch irgendwie was aufzwängen will. Und es geht um das Gefühl, dass ihr getragen seid und genährt und dass ihr die Infos habt, die ihr braucht, zur richtigen Zeit auch. Hier ist ein bisschen ein Ausgleich im Geben und Nehmen. Männlicher und weiblicher Teil ist angezeigt.
Ihr habt so eine Phase, wo ihr regeneriert und wo man wieder Hoffnung hat. Ihr habt zweimal das Element Luft dabei. Das können jetzt die Sternzeichen Zwillinge, Waage und Wassermann sein, die um euch herum irgendwie etwas mit ins Spiel bringen, mit ins Leben bringen. Aber hier ist die Energie so wirklich für alle, die auch im beruflichen Bereich irgendein Thema haben. Da liegt der Stern dabei, das neue Kapitel, etwas, was einen Energiewechsel mitbringt. Und ihr guckt in einen Neubeginn, der an sich Veränderungen mitbringt, die sehr schön sind, die euch eure Kraft auch wieder ein bisschen zurückgeben. Mehr Vertrauen in die Dinge. Veränderungen da, wo ihr vorher nicht geglaubt habt, dass sich etwas tut. Ihr habt hier noch die abenteuerlichen Tage und tatsächlich habt ihr auch noch Amors Pfeil. Also alle Liebesangelegenheiten haben hier so den Charakter, dass man irgendwo ankommt, dass man auf gute Dinge ausgerichtet ist, dass man sich stabil fühlt. Kann auch sein, dass man hier jemanden kennenlernt, sehr viel schneller als man denkt. Und es ist eine Zeit, wo ihr einfach mehr in die Leichtigkeit geht. Ihr lieben Jungfrauen, ich wünsche euch eine schöne Zeit. Ich drücke euch bis bald.